Dinge, die die Welt nicht braucht. Oder braucht sie die doch? Ich lasse mich manchmal so ein bisschen verleiten zu irgendwelchen unnötigen Käufen. Ich bin mir sicher, ihr kennt das auch. Ihr lauft durch irgendwelche Läden und irgendwie fängt was euren Blick und ihr denkt euch, oh, was ist das denn? Dann seid ihr so richtig neugierig und denkt euch, taugt das was? Genau so ging es mir, als ich vor ein paar Tagen einige Sachen nachbestellt habe für hier zum Filmen und sowas. Und dann gibt es ja auch immer diese Rubrik, das könnte dir auch gefallen. Und genau aus dieser Rubrik kommen die Sachen, die wir heute testen werden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich zu diesen ganzen Sachen stehe. Wir lassen uns da einfach alle mal gemeinsam überraschen und damit herzlich willkommen. Wenn du mehr von solchen Videos von mir sehen möchtest, mit ersten Eindrücken und irgendwelchen komischen Tests und sowas, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da und schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, was du sehen möchtest, was ich als Konditorin teste. Ich habe ja auch vor ein paar Wochen so ein Kinderspielzeug getestet, ein Schokokinderspielzeug. Also wenn ihr mal irgendwas seht, wo ihr denkt, boah, ich würde zu gerne wissen, was die Lisa dazu sagt, dann markiert mich da gerne drauf oder schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt testen wir das erste irgendwie unnötige Ding. Und zwar ist das grundsätzlich einfach erstmal so eine Butterdose, ne? Also das Format ist ja eine Butterdose. Und angeblich soll diese Butterdose bzw. dieser Einteiler der Butterdose dabei helfen, dass man die Butter eben so einteilt, dass jeder Schnitt, der gemacht wird, oder wenn alle Schnitte gemacht sind, dass jedes Stück dann 5 Gramm sind. Und dann denke ich mir, ist ja eigentlich richtig smart. Dann ist ja auch eine Waage total unnötig. Und wer keine Waage da hat oder falls zwischendurch mal der Akku von der Waage leer sein wird, passiert mir leider viel zu oft, vielleicht ist das eine Option. Aber glaube ich da dran nicht so richtig. Wir messen das nämlich nachher auch nach. So, dann probieren wir das mal. Ich habe mir 2 verschiedene Butterstücke rausgelegt und zwar einmal so das durchschnittliche Format. Boah, da war mein Bauchgefühl doch einfach instant richtig. Was ist das denn für ein Spökes hier? Okay, das ist das durchschnittliche Butterpaket, 250 Gramm von einem Discounter. Welcher ist ja auch unnötig, ist auch egal. Und dieses Butterstück hat einfach die falsche Größe für dieses Gerät. Was ist das denn für ein Unfug? Natürlich passt das so da rein, also man könnte die Dose auch immer noch als Butterdose benutzen, aber hier, so, kommt hier anscheinend schon mal nicht hin. Boah, mein Bauchgefühl, ne? So, dann habe ich hier noch eine etwas hochwertigere, schickere Butter gekauft. Ich zeige euch extra das Label nicht, weil es tut nichts zur Sache, aber, ach, oh, da geht's auf. Ach, wunderbar. Diese Butter hat auf jeden Fall ein minimal anderes Format zu der durchschnittlichen Butter und das passt da perfekt rein. Ah, wunderbar. Aber passt das dann auch immer noch so rein? Nein! Dann ist die Butter jetzt so. Ach Leute, ich liebe sowas. Ne? Ich bin da einfach viel zu schadenfroh. Geil. Okay, wir packen jetzt das etwas andere Format. Das sind trotzdem 250 Gramm. Es sind beides 250 Gramm Butterpakete, aber wir packen jetzt das formatig etwas andere hier mal drauf. Dann schneiden wir das auch so ein und dann gucken wir mal, ob da wirklich 5 Gramm bei rauskommt. So. Kommentarfrage. Schreibt mir mal in die Kommentare, mögt ihr nicht zum Backen, sondern zum grundsätzlichen Essen lieber gesalzene oder ungesalzene Butter? Weil Backen, da benutzt du halt ja eigentlich normal ungesalzen, aber whatever. So, und jetzt soll man den Spökes hier einschneiden. So, und wie schneiden wir das jetzt? Einfach mit einem Messer, hm? Okay, dann würde ich sagen, schneiden wir das Ganze. Ich habe die Butter extra nicht ganz auf Raumtemperatur kommen lassen, sondern noch relativ kalt jetzt hier drin, damit die auch nicht so zerdrückt wird. Ja, toll. Und hier hinten kommt es dann nicht hin, oder was? Das ist auch scheiße. So. Wunderbar. Die Stücke sind teilweise gleichmäßig und teilweise überhaupt nicht gleichmäßig geschnitten. Ich habe ein bisschen Schiss, dass die Waage, die ich benutze, nicht, dass das zu kleine Stücke sind und die das deswegen nicht wiegen kann, aber wir probieren es trotzdem mal. So, was sieht denn nach 5 Gramm aus? Das hier vielleicht? Oh, ich krieg das da gar nicht. Oh, doch, kriege ich wohl. Okay, eins von den Würfelchen. 8 Gramm. Ist auf 0. 8 Gramm, okay. Nächster Versuch. Du vielleicht?
6 Gramm. Nee. 5 Gramm, so. Das hier sind 5 Gramm. Nehmen wir mal hier so eins raus. Ne, kriege ich gar nicht da rausgepflückt. Ist ja auch Unfug, ne? Wie soll das denn dann da rauskommen? Okay, machen wir so. Neun Gramm. 7 Gramm. 6 Gramm und 6 Gramm. Okay, heißt, der Schnitt ist, das ist Unfug, genauso wie mein Bauchgefühl gesagt hat. Letztendlich aber nicht so schlimm. Die Butter kann ich natürlich trotzdem benutzen. Also, ja, erstmal halb so wild. Und die Butterdose werde ich trotzdem auch benutzen. Passt mal auf, wir machen das jetzt auch direkt so. Das kommt hier. Ach nee, das passt ja nicht, stimmt. So, passt auf. Und dann seht ihr auch, dass das von der Höhe, glaube ich, nicht mehr passt. Ah, okay, so passt's. Test Nummer 1. Mal gucken, was ich jetzt als nächstes im Angebot habe. Ich weiß gar nicht, was ich hierzu sagen soll. Aber es ist so unnötig. Aber genau deswegen müssen wir es halt auch einmal probieren. Das hier ist ein Popcorn-Deckel, keine Ahnung. Und zwar soll das angeblich so funktionieren, dass man Popcorn in die Schüssel tut und hier in diese perforierten Löchlein, da soll man die Butter reintun. Und dann packt man das Ganze so eben in den Ofen und durch die Hitze tropft dann langsam die Butter da drauf und man hat richtig schmackhaftes Popcorn. Mir stellt sich die Frage, was ist mit dem Zucker? Ich mache das nämlich immer so, dass ich das Popcorn einfach so pur poppe und dann nachher eine Mischung aus Butter und Zucker über das Popcorn gebe. Ja, wir gucken einfach mal. Hallo. So, wie viel brauchen wir denn? Der Boden ist jetzt hier mit ein bisschen Popcorn bedeckt. Ich nehme jetzt hier meine praktisch portionierten Butterflöckchen, gebe die hier oben drauf. Ist vielleicht ein bisschen viel Butter für etwas wenig Popcorn. Das sind ja dann angeblich, oh komm, 25 Gramm Butter. So. Während mein Popcorn jetzt hoffentlich vor sich hin poppt, gleich sehen wir dann, würde ich gerne schon mal wieder eine andere Geschichte hinter mich bringen. Und zwar sind das offene Tüten zu schließen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr das handhabt, aber ich habe meistens so Clippies da. Die seht ihr auch ganz oft bei mir in Videos, diese Metallclips, womit ich alles zumache. Und dann kommt das Ganze so ins Regal. Aber so ein Moped hier habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Und zwar, ich habe keine Batterien hier. Doch, habe ich wohl. Vorne liegen sie. So ein Ding hier habe ich schon voll oft gesehen. Und zwar ist das angeblich so ein Ding, was mit so einem heißen Draht, der da in der Mitte ist, Tüten wieder versiegeln kann. Und das probieren wir aus, wenn ich die richtige Batterie hier habe. Ist das A? Hallo? Einfach nochmal aufdrehen. Scheiße. Wie geht das hier überhaupt auf? Kann ich das richtig aufmachen? Ich will das nicht kaputt machen schon. Okay. Moment, ist überhaupt richtig rum so. Haha, A. Und das kann doch nicht sein. Okay, whatever. Wir machen das jetzt einfach so, wie es hier steht. So, Deckel drauf. Und wie macht man das an? Safety Guard. Ist das jetzt an oder was? Moment. Moment. Wie geil.
Okay, es poppt, aber... Popp gleich weiter, bitte. Der Deckel ist da drauf gerutscht. Und es ist so schlimm heiß. What do I do? Ai. Moment. Heiß. Wow. Heiß. Wow. Okay, weiter geht's. Bitte bleib drauf liegen. Okay. Okay, wir machen jetzt einfach hier weiter. Ich finde mein Thermometer nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe keine Anleitung, die steht hier auf ich schätze mal, es ist Chinesisch. Es gibt kein An. Es gibt anscheinend nur Los. Hold on. What? Okay. What the hell? Entweder war ich zu langsam, hier ist es dann zu heiß geworden, hier ist die... Okay, hier ist die Folie direkt durchgeglimmt. Hier ist sie dann... Ach krass, nein, das funktioniert tatsächlich. Hier ist es zugeschweißt. What? Moment, probieren wir nochmal. Aber muss ich es schneller machen? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist so krass. Okay, das funktioniert. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Übungsding. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Übungsding. Ich werde mich damit noch ein bisschen befassen und das Ganze noch mal probieren. Mal gucken, was ich hier noch so offen habe. Und dann ist das tatsächlich ausnahmsweise mal ein Top. Cool. Wer weiß, wie lange das hält, aber dass es überhaupt funktioniert, finde ich sehr beachtlich. 100 Jahre später poppt das Popcorn jetzt auch und das, obwohl ich das auf ziemlich große Wattzahl gestellt habe. Wenn ihr Popcorn zu Hause macht, macht ihr das so in der Mikrowelle, weil ich mache das halt immer im Topf und finde das irgendwie ein bisschen einfacher als das jetzt, aber jeder wie er mag. Liebe Leute, das Popcorn poppt zwar immer noch, aber ich werde das jetzt trotzdem schon da rausholen, weil mir das Dicke reicht. Und dann gucken wir uns das gerade mal an. Oh, krass, ey. Es ist auf jeden Fall brutal heiß. Die Butter unten ist so ein bisschen angebrannt, sieht so ein bisschen wie Nussbutter aus. Kein Wunder, solange wie das jetzt in der Mikrowelle war. Obendrauf ist sie natürlich durchgelaufen. Also das Coole an dem Deckel ist ja nicht die Butterfunktion, sondern einfach, dass Dampf entweichen kann, aber die Popcornkörner selber drinne bleiben. Also immerhin etwas. Würde ich das mit der Butter so machen? Nee, würde ich nicht. Okay, das ist auf jeden Fall brutal heiß. So. Nee. Auch abgesehen davon, dass nicht alle gepoppt sind, weil ich das jetzt früher rausgeholt habe, als es fertig ist, das ist irgendwie Spökes. Also das werde ich so definitiv nicht nochmal machen, weil hier sind voll die verbrannten Stücke von der verbrannten Butter. Das ist ein No für mich. Jetzt riecht es ja auch irgendwie total verbrannt in der Filmküche, aber ist auch egal. Wir machen das Beste draus und machen jetzt einfach mal weiter mit Artikel Nummer 4. Und da könnt ihr jetzt von mir halten, was ihr wollt. Und oh, diese blöde Fliege. Oh, whatever, wir haben jetzt ein Haustier. Hat jemand einen Vorschlag für den Namen von dieser Fliege? Weil die ist jetzt seit Tagen hier drin und ich krieg sie einfach nicht raus. Dieser Eiertrenner. Ihr wisst, dass ich Eier auch so trennen kann. Nichtsdestotrotz wollte ich so ein Scheißding endlich mal ausprobieren. Und das tun wir jetzt gemeinsam und reden dann aber auch mal darüber, wie man Eier noch trennen kann. Also, das hier soll so funktionieren, dass man das einfach nur in das Gefäß der Wahl einhängt. Upp. Please sit. Nee, ist voll verbrannt. Ja? Ja.
Und dann wird einfach nur das Ei da rein durchgeschlagen und das Eigelb wird aufgefangen und das Eiweiß angeblich läuft da durch. Et voilà, es funktioniert. Also wenn das nicht geklappt hätte, das wäre auch echt bitter gewesen. Funktioniert aber nicht so gut, wenn man so extrem frische Eier hat wie ich hier. Weil, falls ihr das nicht wisst, je frischer die Eier sind, umso stabiler ist auch das Eiweiß, was das Ei umgibt. Und damit meine ich nicht das super flüssige Eiweiß, sondern wirklich das Eiweiß, was ja auch hier wie so Schnodder aussieht, wie so Gelee. Wenn das bei euch noch so richtig intakt ist, dann wisst ihr auch, dass das Ei frisch ist. Wenn das alles schon so komplett flüssig zerläuft und auch das Eigelb selber nicht mehr so eine schöne Kuppel hat und nicht mehr so satt steht, dann ist das Ei einfach nicht mehr so gut dabei. Es gibt ganz viele verschiedene Tests, wie man sehen kann, ob Eier frisch sind, aber das ist optisch auf jeden Fall immer direkt ein guter Test. Und jetzt bleibt das da drin stecken. Das ist doch irgendwie scheiße. Das ist doch auch nicht der Sinn der Sache. Na komm. Na komm. Okay. Oh, kommt da noch was nach? So, okay, das Ei ist getrennt. Erster Versuch, das Ding funktioniert wunderbar. Für jemanden, der sich vielleicht schwer mit sowas tut, ist das vielleicht eine schöne Alternative. Oder auch für Kinder, wenn die das gerade erstmal anfangen möchten zu lernen, vielleicht echt eine schöne Sache. So, wie kann man ein Ei noch trennen? Natürlich die ganz klassische Variante, das heißt Ei einmal aufschlagen und dann von Schale zu Schale rutschen lassen und dabei das Eiweiß eben runterfallen, runterrutschen lassen. So, Variante Nummer 2. Variante Nummer 3, finde ich, macht irgendwie mit am meisten Spaß und lohnt sich am meisten, wenn man wirklich große Mengen hat an Eier, die man trennen muss. Und zwar trennt man das so mit der Hand. Man schlägt sich das quasi in die Finger, das Eiweiß läuft durch wie bei diesem Trenner und das Eigelb bleibt in der Hand erhalten. Das ist eine Option. Und welche Option ich euch definitiv spare, weil das der größte Unfug ever ist, wenn man so eine Plastikflasche nimmt, das Ei irgendwie aufschlägt und dann mit der Plastikflasche das Eigelb aufsaugt. Unnötig. Ist einfach unnötig. Da mach's lieber per Hand, anstatt dann hier noch von Flasche zu Flasche das Ganze hin und her zu flutschen. Das ist einfach der größte Spülkiss. Naja, zurück zum Thema. Ding funktioniert, finde ich ganz witzig. Einfach irgendwie ganz gut zu haben, man weiß ja nie. Vielleicht auch, wenn man mal die Hand gebrochen hat. Keine Ahnung. Nächstes Produkt. Diese Dinger sehen auf den ersten Blick aus wie so eine Fliege und die sind dazu da, für so Kabelmanagement im Endeffekt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir habt ihr das wahrscheinlich schon ewig oft gesehen, dass ich das Kabel gerade von meinen Küchenmaschinen hier immer um den Körper der Küchenmaschine selber wickel. Das sieht gerade für Videos immer total kacke aus und ich dachte mir, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das schöner zu machen und bin dann über diese Dinger hier gestolpert. Einmal in schwarz, einmal in weiß, weil ich eine schwarze und eine weiße Maschine habe oder cremefarbene Maschine. So. Und anscheinend ist das wirklich so einfach, dass man einfach nur das Klebeding hier mit diesem Fliegeding, also ich finde, das sieht halt aus wie eine Fliege, tut mir leid, aber könnt ihr mir nicht sagen. So, das zusammen da drauf pappt und dann hier drauf und dann soll angeblich das so stabil halten, dass man hier dann das Kabel drum bimseln kann. Eigentlich soll das hier hinten dran gemacht werden, aber ich glaube, das ist gerade bei dieser Maschine hier so ein bisschen Spökes, deswegen werde ich das hier so seitlich machen, damit das so viel flache Fläche wie möglich hat zum Kleben. Let's go. Ich habe die hier gerade auch schon einmal ordentlich sauber gemacht. Am besten wäre es wahrscheinlich auch noch die mit ein bisschen Alkohol abzureiben, damit die richtig gut entfettet ist, aber meh. Wie soll das denn hier dran kleben? Das ist halt so wie so Silikon, whatever. Whatever, genau deswegen probieren wir es aus, nicht wahr? Das einmal aufkleben. Feste. 21, 22, 23. So, und dann das ab. Kann man das sehen? Ja, irgendwie schon. Und dann hier dran. Vielleicht so. Und dann auch. 1, 2, 3, 4. Okay. Hoffen wir mal, das hält.
Und dann ist Moment of Truth. Let's go. Ob das funktioniert, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, und dann soll man das hier so drum wickeln. Aber das ist doch auch total der Spökes wegen Kabelbruch und sowas. Whatever. Wir machen es halt einfach nicht so fest da drum. So. Und dann der End. Oh. Was? Das klappt ja besser. What? Oh. Was sagst du dazu? Amazing. Impressed. Leute, das finde ich tatsächlich echt cool. Okay, nice. Das mache ich gleich auch noch in schwarz bei meinem anderen Moped da hinten. Voll gut. Oh, okay, das, ich dachte mir schon, das muss grundsätzlich funktionieren, aber das ist nice. So, dann kannst du wieder auf Seite. Das, mal gucken, wie lange das wirklich hält. Also wenn das während des Videos gleich noch wieder abfällt, weil es nicht klebt, dann halt doof. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein Jahr. So, das für heute letzte Produkt, was wir jetzt probieren werden, das habe ich in so vielen Anzeigen gesehen. Diese typischen so Instagram-Anzeigen, die einem dann eben gespielt werden, wo man immer wieder drüber fällt. Da gibt es auch noch so eine andere Anzeige mit einem Produkt, was leider nicht rechtzeitig gekommen ist. Das werde ich aber definitiv entweder noch hier ans Ende des Videos packen oder in einem separaten Video nochmal für euch posten. Das ist dieses Teig, dieser Schießer im Endeffekt. Das habe ich bestellt, das probieren wir gemeinsam aus, weil ich richtig intrigued bin. Aber jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. Dieses Glas, na, es ist kein Glas. Sieht halt in den Fotos immer aus, als wäre das Glas, ist aber halt voll der Unfug. Soll dazu dienen, dass man Sachen, die in Flüssigkeit eingelegt sind, hier reintun kann. Und wenn man etwas daraus nehmen möchte, dann dreht man das eben um, damit die Flüssigkeit runterläuft. Ich glaube, so rum ist es, damit die Flüssigkeit runterläuft, man hier oben leichter drankommen kann. Was in meinem Fall halt immer die Rumrosinen sind. Die haben, glaube ich, als Beispiel auch Essiggürkchen und Oliven genommen. Habe ich halt nicht da, brauche ich halt so nicht, aber Beauty. Wir probieren das mal, genau. Die Zutat selber. Oh. Kommt hier ins Große. Okay, das ist außen. Die Frage ist ja, ob das dicht ist, ne? Aber das bleibt dran. Ja, ich glaube, das untere bleibt dran. Okay, dann füllen wir jetzt meine Rumrosinen einfach mal hier ein. Aber dann läuft das. Und dann soll man das so aufbewahren. Ja. Genau, so bewahrt man das dann auf. Das heißt, das kleine Ding kommt nach oben. Okay, whatever. Genug geschnackt. Wir schütten das jetzt einfach mal hier rein. Ist vielleicht nicht genug. Egal. So. Rumrosinis drinne. Ist das einfach nur zum Halten? Ja, dieses schwarze Gedönse hier, das macht überhaupt nichts. Was für ein Scheiße. Aha. Okay, so kann man es vielleicht besser greifen. So, okay. Okay, und dann Deckel drauf. Ach, das ist doch nicht dicht, Leute. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Und dann umdrehen. Ach so, das war's schon. Ach krass, okay. Das heißt, ich brauche hier für dieses Gefäß bräuchte ich jetzt viel, viel mehr rum, weil die sonst hier oben trocken drauf liegen. Bisher läuft es noch nicht aus. Immerhin. Und dann ist es eben so, dann kommt die Lisa auf einmal und sagt, ich mache jetzt ein super leckeres Rezept mit euch, mit Rumrosinen. Wir brauchen ein paar Rumrosinen ohne den Rum. Kein Problem. Die hole ich mir gerade hier aus meinem Gefäß. Öffne das dann und löffel die hier trocken raus, ohne dass das Ganze in Rum schwimmt. Nice. Braucht so ein Gefäß? Nein. Was ich euch eher empfehlen kann, was ich vor ein paar Wochen bei einem Partner von mir gefunden habe, ist bei Roller. Das gehört nicht zur Kooperation oder sowas, aber ich habe diesen Löffel gefunden. Das ist so ein
Perforierter Löffel, mit dem man genau das gleiche im Endeffekt machen kann. Auf der Verpackung, wo ich diesen hier gekauft habe, war zum Beispiel auch noch Mais drauf und sowas. Der tut's halt auch. Braucht man dafür so ein Riesending. Besonders es nimmt gefühlt den halben Kühlschrank ein. Bisschen unnötig. Ich denke, ich bleibe bei dem, aber die Idee hier hinter ist auf jeden Fall cool. Also das lasse ich denen. Gute Idee. Richtig nötig. Vielleicht nicht so richtig. So. Entlasse mich an dieser Stelle aber aus dem Video und freue mich mega auf eure Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefällt und ihr eben mehr sehen möchtet. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!